Also hier haben wir Assemil, Japanisch ohne Mühe, das Neueste auf Französisch, darauf werden wir später zurückkommen, und die 3 Bände auf Deutsch. Es gibt eine neue, wie heißt das, Bookcover, aber im Augenblick ist der Inhalt eigentlich das gleiche. Also wir werden mit Band 1 anfangen. Für die, die Assemil nicht kennen, Assemil besteht aus Texten natürlich, aber zweisprachige Texten. Also zum Beispiel auf der linken Seite bekommt man in diesem Fall Japanisch, auf dem rechten Deutsch. Also es gibt insgesamt für die jetzige deutsche Ausgabe 99 Lektionen. Und man soll ungefähr eine Lektion pro Tag erledigen oder tun, studieren, lernen, wie auch immer man das ausdrücken will. So. Falls man kein Interesse daran hat oder falls man sich dafür nicht interessiert, Japanisch auch lesen zu können, nur sprechen zu können, ist das durchaus möglich, denn man bekommt hier, wie man hier sieht, die römische Buchstaben, also Romaji, wie sie die Japaner nennen. Und dann gibt es auch darunter für die ersten 2, 3 Wochen, wenn ich mich nicht irre, eine zusätzliche Transkription oder Romaji. Aber das ist das ist auf Deutsch basiert. Und es dient eigentlich aus, wie heißt das, eine Aussprachehilfe für Deutsche. So gut. Und jede Lektion enthält, wie gesagt, auf der linken Seite einen Text auf Japanisch, auf der rechten die Übersetzung. Darüber hinaus, darunter befindet sich eine Wort für Wort Übersetzung der japanischen, damit man das besser begreifen kann, denn die Sprachen sind ja ziemlich anders, ja. Und dann darunter gibt es Anmerkungen, die werden mit Nummern versehen. Zum Beispiel 1 und dann man kann hier gucken, so 1. Danach bekommt man eine, wie heißt das, Renshu-Übungen. Und man soll dies übersetzen ins Deutsche, also ins Deutsche übersetzen, und danach bekommt man eine zweite Übung, aber darauf kommen wir später zurück. Also für diese und die Texte und diese sind auf den CDs zu hören oder CDs zu hören. Die zweite Übung hingegen ist, naja, man bekommt das nicht zu hören und man bekommt das auf Deutsch und muss das übersetzen, indem man die Lücken füllt. Also zum Beispiel schauen Sie sich oft Sumo einen Augenblick Sumo-Vorstellungen an, aber man bekommt nur einen Teil, den Text oder den Satz auf Japanisch. Osumo und jeder Punkt steht für eine Buchstabe oder so weit und so weiter. Also nicht die beste Übung meiner Meinung nach, aber so. Die Übersetzungsübungen sind meiner Meinung nach viel, viel besser. Also jede 7. Lektion bei Assemil ist eine Wiederholungslektion, in denen die Grammatik tiefer eingeleuchtet wird. Man bekommt viel mehr Details und so weiter und so weiter. Also gut. Am Ende des Buches bekommt man auch so einiges. 1049. Also man bekommt die Schriften, 2 Schriften, Hiragana und danach Katakana.
schöne Tabellen. Aber wenn man nicht weiß, gibt es 3 Schriften, die nebeneinander auf Japanisch verwendet werden. Und naja, um Japanisch richtig lesen zu können, braucht man alle 3. Also danach bekommt man ein Wörterverzeichnis oder so. Man bekommt natürlich Romaji, zum Beispiel Au, mit dem Kanji. Und dann die Übersetzung, Treffen und welche Lektion das Wort zuerst erscheinen ist. Danach hier wieder eine andere Tabelle für Katakana. Also und Hiragana. Und dann kommt Band 2. Mit Band 2 verändert sich das Lernen, verändert sich der Rhythmus. Man muss eigentlich die erste Lektion, ab 51 muss man die erste Lektion wiederholen und versuchen, vom Deutsch ins Japanische zu übersetzen. Die Texte werden natürlich auch allmählich komplizierter. Und man bekommt auch auf den CDs, Diktation. Diktat. Also zum Beispiel auf den CDs werden sie japanische Wörter sagen und man muss die auf Hiragana oder Katakana schreiben. Und die sind Übungen, damit man diese beiden Schriften lernen kann. Die sind eigentlich ganz einfach. Ja. Aber ab 58, glaube ich, ja, werden die Texte nicht mehr, wird die Lautschrift dafür nicht mehr so gut verwendet. Also man kann das immer noch gebrauchen, auch wenn man nur, man will nur sprechen lernen, kann man sie immer mehr gebrauchen, aber für die eigentlich mehr nur Japanisch sehen möchten, wie zum Beispiel hier, ist das ein wenig einfacher. Also insgesamt 99 Lektionen. Und es gibt auch natürlich das Wörterbuch am Ende. Also hier hingegen ist das Neueste. Dieses Buch enthält eigentlich die gleichen Texte, ist eigentlich viel kleiner, wie man hier vielleicht sehen kann. Man bekommt im Wesentlichen den gleichen Inhalt. Einige Texte würden verbessert und vermodernisiert. Die 99. Lektion würde getilgt. Also es gibt keine 99. Lektion, nur 38. Vielerlei, zum Beispiel Beispielen und so weiter aus den Wiederholungslektionen würden auch weggenommen, denn es hat zu viel gegeben, die auf frühere Lektionen hingewiesen haben. Und darüber hinaus gibt es für jede 7. Lektion, wie gesagt, ist das eine Wiederholungslektion. Haben Sie jetzt eine Dialog oder ja, Wiederholungsdialog. Aber eigentlich ist es mehr Wiederholungsgespräch wäre vielleicht die richtige Übersetzung. Aber es ist weniger ein Gespräch als mehr eine Wiederholung, die letzten 7 Lektionen, wichtige Teile der Grammatik und so weiter und so weiter. Und naja.
Also das ist ein wenig schöner als diese zwei. Es ist kleiner, es ist ein wenig schwer, aber es ist nicht ein schlechtes Buch. Ja, eigentlich etwas, was schön ist über Assemil und auch bei diesen Büchern. Auf den CDs sind mehrere Sprecher zu hören, ja. Und von meiner Erfahrung mit Assemil haben sie die geben sich Mühe, oft zwei Frauen und zwei Männer zu bekommen. Eine ältere Frau, eine jüngere Frau, einen älteren Mann und einen jüngeren Mann, damit man, und aus verschiedenen Orten auch, damit man, wie heißt das, verschiedene Arten der Aussprache zu hören bekommt. Also ich kann das deswegen sehr, sehr empfehlen. Leider aber gibt es einige Probleme mit diesen zwei Büchern. Die Übersetzungen sind nicht immer genau und das ist ja nicht immer leicht mit Japanisch ins Deutsch oder andere Sprachen, denn eigentlich ist es sehr abhängig von der Verwendung oder Kontext. Zum Beispiel, man kann etwas sagen, was in diesem Augenblick eine gewisse Bedeutung hat, aber in einer anderen nicht immer diese Bedeutung hat, ja. Und besonders beim zweiten Buch, im zweiten Buch steht vielerlei, wie heißt das? Die haben sich einige Fehler gemacht. Man kann das Buch lesen und zum Beispiel, ja, für ein Wort zum Beispiel für gehen heißt iku, ja. Und in der Aussprachehilfe schreiben sie oft ikimas, ja. Und das ist richtig gebeugt, aber auf Japanisch schreiben sie Iko und es ist Ku, U, nicht I. Also die Aussprache ist nicht richtig geschrieben. Ab und zu findet man solche Fälle im zweiten Buch, leider. Aber dennoch würde ich diese Bücher empfehlen, wegen der CDs und darüber hinaus, dass man viel, wie heißt das, einen guten Wortschatz davon gewinnt. Und am Ende gibt es auch das dritte Buch. Ich weiß nicht, wie das aussieht im Augenblick für die Franzosen. Dieses Buch ist für Kanji konzipiert. Man lernt also ungefähr 1000. Man bekommt die Aussprache, Beispiele, die richtige Ordnung zum Schreiben. Also wie gesagt, ungefähr 1000 für alle Lektionen. Ich nehme an, 99. Lektion, dass das nicht mehr gibt, bekommt man das auch auf das Neueste nicht mehr. Aber etwas sehr schön darüber ist, dass man alle die Texte aus den vorherigen zwei Büchern bekommt. Und zwar auf richtig japanische Schreibart. Man liest von oben nach unten, vom rechts nach links. Und die werden natürlich allmählich länger. Es gibt die Übungen darin nicht, nur die Texte, aber es ist eine gute Möglichkeit, richtig Japanisch zu lernen, denn eigentlich wird Japanisch so geschrieben, steht Japanisch so auf Büchern und so weiter, wenn man liest, ist Japanisch so geschrieben. Also, das ist Japanisch Assemil, ohne Mühe.